Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr dieses genau selbe gleiche Gesicht schon mal gesehen habt, nicht wundern, ich habe heute irgendwie Starte neue Videos Tag, ich weiß auch nicht. ähm, und zwar möchte ich heute einen Lesevlog starten, der fast ziemlich genau eine Woche gehen wird. Heute ist Sonntag und das Video soll jetzt nächsten Sonntag online gehen. Also werde ich dann, denke ich mal, bis Samstag filmen, wenn möglich. Und dann, wenn ich alles pünktlich fertig schneiden kann, wird es auch alles pünktlich online kommen. Ähm, Ich habe jetzt nicht vor, irgendein bestimmtes Buch zu lesen, sondern einfach das, was ich jetzt aktuell gerade schon am Lesen bin, möchte ich einfach fortführen. Und ja, möchte einfach so das lesen, auf was ich Lust habe. Aktuell lese ich noch The Witches of Silent Creek. Das ist eins meiner Bokoboli-Bücher und da habe ich schon das erste Drittel, würde ich sagen, geschafft zu lesen und es gefällt mir bisher auch sehr gut. Mein Ziel war eigentlich, dass ich es heute beende. Wir haben es jetzt aber auch schon 17:30 oder sowas in die Richtung. Ja, wird vermutlich nichts mehr. Plot-Twist. Aber ich möchte auf jeden Fall noch weiterlesen im Laufe des Tages. Und dann lese ich aktuell auch noch Earth Ending von Elise Kova, wieder im Buddy Read mit einer Freundin. Da möchte ich den nächsten Leseabschnitt heute eigentlich auch noch sehr gerne lesen. Beziehungsweise das wollte ich jetzt gleich erstmal in Angriff nehmen, denke ich. Ich muss gucken, wie ich zeitlich so mich einplanen kann. Ich habe heute nämlich eine To-Do-Liste von 3 Kilometern irgendwie. Aber ja, das sind erstmal so meine Lesepläne für ja, die nächsten paar Tage, heute wie auch immer. Beide haben einfach Buchschnitte. Richtig, richtig hübsch. Ich freue mich mega auf beide Bücher. Ja, gefallen mir beide sehr gut und ich melde mich einfach, wenn ich irgendwas Neues, Nettes zu berichten habe von diesen Büchern. Ich muss eine Beichte ablegen. Heute ist Montag, der 18.09. meine ich. Ja, ich habe gestern nicht mehr wirklich viel gelesen. Ich habe 2 Kapitel in Earth Ending gelesen und warte jetzt, dass meine Freundin mir Bescheid sagt, dass wir es besprechen können. Und in Witches of Silent Creek habe ich tatsächlich gar nichts mehr gelesen. Heute Morgen auch nicht, obwohl das eigentlich mein Plan war. Aber ja, jetzt ist wieder soweit, dass ich fast zu spät zur Arbeit komme. Ja, das Übliche. Ich werde aber Witches of Silent Creek mit an die Arbeit nehmen, dass ich versuchen werde, in der Pause wenigstens was zu lesen, dass ich heute so ein bisschen was schaffe, weil ich weiß noch nicht, wie spät ich heute Abend oder eher Nacht nach Hause komme, ob ich dann noch Lust habe zu lesen. Aber ja, es läuft schon wieder bergab, aber ganz schön hier, was das angeht. Oh, vor allem, ich hätte gestern Nacht so viel lesen können und ratet mal, was ich anstelle von meinen Büchern gelesen habe. Richtig, Fanfiction. Den ganzen Abend, die ganze Nacht. Oh. Guten Morgen. Ich muss beichten, dass ich eventuell die letzten Tage nicht wirklich zum Lesen gekommen bin. Yay, wir haben heute Donnerstag. Ja, ich habe eben gerade ein bisschen gelesen und an der Arbeit immer nur so ein bisschen in der Pause, aber das waren jetzt wirklich nur so ein paar Seiten. Und zwar in The Witches of Silent Creek. Da bin ich inzwischen auf Seite 251. Also ich habe gut Fortschritt gemacht, es ist aber immer noch ein großes Stück, ich glaube knapp 150 Seiten. Aber ich möchte es heute unbedingt beenden, also wirklich unbedingt, weil ab morgen bin ich auch wieder unterwegs. Und ich möchte es nicht schon wieder mitnehmen, weil ich hatte es letzte Woche, als ich auch wieder unterwegs war, angefangen. Und das ist halt echt... Oh. Aber ja, die Arbeit hatte mich so komplett im Griff, weshalb ich es halt wirklich null geschafft habe, irgendwie einen Fortschritt hier zu erzielen in diesem Buch. In Earth Ending habe ich auch nicht weitergelesen. Da sind wir noch nicht wieder auf gleicher Ebene mit meinem Buddy Read. Allerdings haben wir es jetzt auch schon wieder 11:45 mittags und ich habe so viel zu tun. Oh Mann, ja. Also es läuft mal wieder nicht so wie geplant, aber wann tut es das? Aber ja, das ist mein Mini-Fortschritt und wie gesagt, ich möchte es heute unbedingt eigentlich beenden, weil es ist halt sehr gut. Also es gefällt mir super, super gut und ich komme auch richtig schnell durch, so, aber ich müsste mal Zeit haben, mich wirklich länger hinzusetzen und zu lesen. Aber ja, ich starte jetzt erstmal meine To-Do-Liste und ja, werde dann schauen, wie es zeitlich passt, hier ja irgendwie einen Fortschritt zu erzielen.
Update geben. Und zwar habe ich offiziell die letzten 100 Seiten in The Witches of Silent Creek begonnen. Ich bin total gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil es ist schon wieder so viel passiert. Also bei dem Buch habe ich echt das Gefühl, alle 2 Seiten passiert irgendetwas komplett Dramatisches, eine komplette Wendung und man erfährt Neues und keine Ahnung. Also in diesem Buch gab es bisher gefühlt keine ruhige Minute, was jetzt aber nichts Schlechtes ist oder so. Es ist eher sehr interessant. Aber ja, soweit habe ich es geschafft und ich werde das heute definitiv noch schaffen. Ich muss mich jetzt nur wieder um meine To-Do-Liste kümmern. Deswegen, ja, muss ich schauen, wie früh ich es heute schaffe, aber ich werde es schaffen zu 100%. Und eigentlich möchte ich dann auch schon das nächste Buch im Grunde genommen anfangen. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Und ich muss mir noch Gedanken machen, welches Buch ich morgen mitnehmen möchte. Ich bin aber nur einen Tag weg und ich werde ja im Hotel oder so nicht zum Lesen kommen, vermutlich. Aber die Zugfahrt möchte ich zum Lesen voll und ganz nutzen und ich weiß noch nicht, welches Buch ich mitnehmen soll. Ich bin ja sehr gewillt, wenn ich das heute wirklich schaffe, dann, ich habe ja Band 2 auch noch hier, dann könnte ich das auch direkt lesen. Ich muss mal schauen. Ich muss mal schauen. Es gibt schon wieder 1000 Möglichkeiten. Aber ja, also es ist wirklich ein sehr rasantes Buch bisher. Hallihallo. Ich habe heute ganz vergessen, ein Leseupdate zu geben, weil ich war den ganzen Tag unterwegs. Ich bin jetzt gerade erst von einem Konzert zurückgekommen. Aber es ist viel lesetechnisch passiert heute, deswegen, und gestern Nacht noch. Deswegen muss ich ein kleines Update geben. Heute ist Freitag. Heute ist Freitag. Oh Gott, es ist Freitag. So. Ich habe es gestern Nacht tatsächlich noch geschafft, The Witches of Silent Creek 1 fertig zu lesen. Und ich muss sagen, also zu diesem Ende habe ich eigentlich nur ein was zu sagen, und zwar einfach nur what the fuck. Also was war das bitte? Was? Für euch einen kleinen Tipp. Solltet ihr es auch lesen und am Anfang des Buches schon merken, es gefällt euch, kauft euch sofort den 2. Band, dass ihr direkt weiterlesen könnt, ja? Kleiner kostenloser Hinweis von mir. Ja, ich muss aber sagen, so der große Plot-Twist am Ende, was eine bestimmte Sache in dem Buch anging, das war mir wirklich ab dem ersten Kapitel klar, was es ist, wie es ist. Deswegen war das jetzt keine Überraschung, aber es war trotzdem, es sind 1000 andere Dinge noch passiert, deswegen war das jetzt gar nicht dramatisch, dass das jetzt einer der großen Plot-Twists quasi war. Und ja, ich habe mich dann doch dazu entschieden, direkt im Anschluss The Witches of Silent Creek 2 zu lesen, Zweites Herz. Ich habe es heute im Zug schon angefangen und ich bin richtig weit gekommen. Also 1/3 habe ich geschafft im Zug. Aber ich habe auch nur, ich glaube 4 oder 5 Mal umgestiegen und nur auf 2 Zugfahrten konnte ich wirklich lesen davon, weil die anderen musste ich stehen. Und ich bin immer nicht so talentiert, gleichzeitig zu stehen und ein Buch zu halten, sondern ich muss mich irgendwo festkrallen, weil ich umfalle wie sonst was, weil ja, Gleichgewichtssinn ist nicht vorhanden. Ja, also ich bin bis Seite 180 gekommen. Das ist ja schon mal sehr gut, finde ich. Und es ging halt direkt weiter, also ja, nahtlos kann man sagen. Es ist auch schon wieder so viel passiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht für alle gut ausgehen kann. Und es gab auch einige liebestechnische Entwicklungen hier drin. Da war ich auch so. Aber ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht. Und auch hier geht es halt wirklich, was das Tempo der Geschichte angeht, direkt weiter. Also ich bin schon wieder mittendrin. Und mal gucken, vielleicht werde ich heute Nacht noch ein bisschen lesen, aber ich werde auch auf jeden Fall morgen, wenn ich Sitzplätze bekomme auf der Rückfahrt, auch größtenteils lesen, wenn ich nicht todmüde bin. Aber ja, mit Glück werde ich es vielleicht morgen schon beenden. Das wäre halt wirklich ein Träumchen, aber mal schauen. Ich habe halt, wie gesagt, 1/3 circa geschafft. Ja,
Das zu meinen Leseupdates für den Freitag. Ich bin eben wieder zu Hause angekommen nach einer langen Zugfahrt. Es hat aber heute eigentlich alles ganz gut geklappt. Ich hatte einmal nur sehr wenig Umsteigezeit und ich musste viel stehen. Es war sehr voll. Aber gut. Ich habe es tatsächlich geschafft, im Zug eben The Witches of Silent Creek 2, zweites Herz, wie auch immer, zu beenden. Ich hätte es ja, wow. Ich dachte nicht, dass ich das wirklich schaffe, weil es ist ein bisschen dicker noch als Band 1. Es hat 443 Seiten und Band 1 hat, glaube ich, knapp 412 oder sowas, meine ich. Also es ist ein mini bisschen länger. Und hier steht am Ende auch nur Ende von Band 2. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Reihe abgeschlossen ist oder ob da noch was kommt. Ich würde behaupten, sie ist fertig, aber es kann ja immer noch sein, dass man dann nochmal wegen anderen Vorkommnissen oder sonstiges in diese Welt eintaucht. Also bin ich gespannt, ob es da jetzt dann noch irgendwie eine Fortsetzung geben wird. Und ja, also hier wurde das Tempo definitiv die ganze Zeit beibehalten. Es gab schon wieder ziemlich viele Wendungen und Sachen, wo ich so war, was? Generell ist das irgendwie eine sehr schnelle Reihe gewesen, also beziehungsweise auch von der Handlung her, also es wird nicht super viel rundrum noch erklärt, sondern nein, das ist dann so und das wird jetzt so durchgezogen. Also richtig krass. Ja, ich sag mal so, ich hatte ja schon befürchtet, dass es nicht gut gehen kann. Ist es auch nicht, aber es war anders, als ich gedacht hätte. Und es war schlimmer, als ich gedacht hätte. Für mich zumindest als Leser. Ja. Deswegen, das habe ich jetzt auch beendet und wir haben es jetzt, also heute Samstag, habe ich das schon erwähnt? Ich weiß nicht, heute Samstag. Und dieser Lesevlog geht ja jetzt 6 Tage lang und ich werde diesen Vlog jetzt aber auch beenden, weil morgen soll das Video ja online kommen. Ihr könnt mir sehr gerne schreiben, ob ihr die Reihe auch schon gelesen habt oder die Bücher. Ich fand es ja doch wirklich alles in allem sehr interessant. Dann würde ich einfach sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder.